Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu den neuronalen Netzen und dem Reinforcement Learning. Und zwar heute geht es darum, wie kann ich dieses Reinforcement Learning in neuronalen Netzen auch bei sehr, sehr komplexen Spielen benutzen, wie zum Beispiel Go. AlphaGo hat diese Rollout Policy, ja genau. AlphaGo hat diese Monte Carlo Search Trees auch schon benutzt und was heißt auch schon benutzt, das ist ja noch nicht so altes Ding, aber es hat auf jeden Fall diese Monte Carlo Search Trees benutzt, aber noch kurz hier dazu, zu diesem neuronalen Netz, das war, meinte ich, bei AlphaGo irgendwie so 43 Ebenen tief oder sowas, also auf jeden Fall immens riesig, deswegen, ja, wir hatten hier meistens relativ kleine Netze bisher gesehen für so leichte Spiele in Anführungsstrichen wie Tic-Tac-Toe, aber ja, kann man auch für sehr, sehr komplexe Spiele machen. Und was wir dann auf jeden Fall betrachten müssen bei komplexen Spielen ist, dass wir auf keinen Fall alles lernen können. Ich meine, schaut euch mal Go an. Das Ding hat ein riesen Spielfeld und das kann einfach nicht alles gelernt werden, weil es einfach so viel ist. Es gibt nicht so viele Spiele. Wir können nicht unendlich lange trainieren. Wir haben auch mal irgendwann keinen Bock mehr. Also wenn wir es jetzt 10 Jahre trainiert haben, dann hat es immer noch nicht alles gelernt. Es ist einfach schlichtweg unmöglich. So, was machen wir also stattdessen? Naja, wir nehmen an, dass wir uns hier schon ein bisschen was von den Anfangszügen haben wir schon durchgeixt. Also wir haben schon ein bisschen was gelernt, aber noch nicht alles. Und wir nehmen einfach mal diesen kleinen Bobbel hier, den Wurzelknopf sozusagen, nehmen wir als Zustand für unseren normalen Feldzustand gerade. Also zum Beispiel das hier wären Wurzelknoten oder das wären Wurzelknoten und so weiter und so fort. Also so wie unser Feld gerade aussieht, das ist der Wurzelknoten. So, und wenn wir jetzt hier drin sind, dann haben wir unser neuronales Netz, das uns immer ein Q-Value ausspuckt für gewisse Züge. Und in unserem Fall hier, sagen wir mal, das ist unser Zustand, dann haben wir hier, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, 7, logischerweise 7 Möglichkeiten, wo wir jetzt hinsetzen können. Okay, das heißt, wir haben hier alleine schon 7 Möglichkeiten, wie wir das Ganze machen können. Das heißt, hier ist unser Baum gerade mal, naja, er sagt uns halt, welche Richtung wir gehen sollen, indem wir einfach den höchsten Q-Value hier spielen. Okay, also höchster Q-Value spielen, wie wir es gerade schon die ganze Zeit gemacht haben. So geht das die ganze Zeit weiter und so weiter und so fort, bis wir hier eben, also wir kommen in einen neuen Zustand, dieses neue veränderte Spielfeld. Zum Beispiel hier und wir haben dann noch eins, Sekunde, wenn ich das Ding jetzt mal kopiert kriege, auch wenn es nicht das hübscheste Kreuz ist. Hier, so, das ist jetzt, ne, wir machen das hier unten hin, damit unser neuronales Netz ein bisschen gefordert wird. So, wir sagen jetzt hier, das ist unser nächster Zustand. Das ist jetzt dieser Baumknoten sozusagen. Und hier drin können wir jetzt dann sagen, okay, unser neuronales Netz weiß, wo wir hin müssen, aber nur mit einer Wahrscheinlichkeit von so und so viel. Das heißt, es ist einfach nicht gut genug und er sagt, unser Q-Value ist zu nah an 0 dran. Das heißt, wir können nicht so eindeutig sagen, ob es jetzt gut ist oder schlecht ist. Und irgendwann wird euch das mal passieren, dass ihr einfach nicht mehr wisst, okay, so gut oder so schlecht ist dieser Move jetzt, den ich habe. Okay, also wir nehmen jetzt einfach mal an, dass wir hier jetzt gerade nicht weiter wissen, weil unser neuronales Netz gerade nichts mehr Genaues liefert. Das heißt, unser Q-Value für alle anderen Moves, also für diese 5 Dinger hier, ist jetzt relativ nahe an 0 dran. So, was wir jetzt machen ist Folgendes. Wir probieren einfach aus. Aber wir spielen das ganze Ding nicht, sondern wir simulieren es. Das heißt, wir sagen, wir nehmen jetzt zum Beispiel diesen Fleck hier, also das hier. So, und dann ist der Gegner wieder dran. Und jetzt kann der Gegner mir hier sagen, okay, er möchte jetzt zum Beispiel, habe ich das, ach verdammt, das war natürlich wieder blöd von mir. Ich hätte das im Zwischenspeicher behalten sollen, aber egal. So, und jetzt wird der Gegner zum Beispiel hierher setzen. So, okay, dann geht es weiter und so fort und so weiter und so fort, bis wir hier fertig sind mit unserem Spiel und verloren haben oder gewonnen haben. Aber das simulieren wir alles nur bei uns drin. Was wir machen, damit wir den Gegner hier vernünftig simulieren können, wir minimieren unseren eigenen Reward hier. Also wir nehmen einfach den Min-Q-Value für uns. Oder aber wir haben ein zweites neuronales Netz, das uns hier eben wieder das Maximum baut. Aber normalerweise minimieren wir dann den Reward von unserem Gegner, von uns, wenn der Gegner am Spielen ist. Okay, und wenn wir das jetzt hier so durchprobiert haben, dann wird uns so und so oft passieren, dass der Gegner gewinnt und mit Wahrscheinlichkeit, also wenn wir hier tatsächlich nur durchprobieren und hierher setzen,
dann kann der Gegner mit Wahrscheinlichkeit 1/4 absolut sicher gewinnen. Und bei den anderen Spielen wird es wahrscheinlich ein Unentschieden werden, so wie bei Tic-Tac-Toe irgendwie meistens. Das heißt, wir haben hier höchstwahrscheinlich einen relativ schlechten Q-Value, wenn wir das Ganze dann durchsimulieren und wir hierher gesetzt haben. Okay, also nehmen wir den nicht. Probieren das einfach mit allen durch und ja, probieren uns einfach so lange durch, bis wir keinen Bock mehr haben. Wir sagen dann einfach, wir probieren alle Strategien mal aus, versuchen möglichst gleich verteilt die ganzen Felder zu wählen. Das heißt, wir gehen einmal hierher, einmal hierher, einmal hierher, hier. Probieren einfach sozusagen per Zufall aus, was jetzt hier gerade passiert ist oder was gerade passieren könnte und machen das die ganze Zeit so weiter. Und am Ende nehmen wir einfach das, wo wir am meisten Reward bekommen haben. Das ist jetzt nicht perfekt gelernt oder sowas, weil wir haben ja nur hier einmal durchprobiert, aber es ist für diesen Zustand eigentlich ziemlich gut. Immer noch besser als gar nichts zu können. Wir benutzen ja unser neuronales Netz trotzdem noch, damit wir hier für die Policy möglichst danach, zumindest, also sagen wir mal, wir haben jetzt hier hingesetzt, dann benutzen wir ja unser neuronales Netz wieder, um zum Beispiel hier zu sagen, wo wir jetzt hinsetzen können als Gegner oder als uns danach wieder und ja, probieren sozusagen einfach aus, wo wir dann am Ende den meisten Reward bekommen, per Zufall und den Move spielen wir dann hier und das machen wir, bis wir wieder wissen, ob irgendwas vernünftig ist oder meistens weiß man dann nicht mehr genau, ob irgendwas ein guter Move ist oder nicht. Deswegen macht man diese Strategie einfach bis zum Ende. Das heißt, das kompensiert so ein bisschen, dass wir nicht genug gelernt haben im Prinzip. Und das ist natürlich für so Spiele wie Go oder Schach, da wird es teilweise, glaube ich, auch verwendet, ist es unumgänglich, weil die Spiele einfach viel zu komplex sind. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, dass ihr irgendwie dieses neuronale Netz besser trainieren könnt, solltet ihr immer diese Möglichkeit nehmen. Noch kurz ein paar Worte zum Trainieren von diesem neuronalen Netz. Ihr könnt erstmal euer neuronales Netz mit Expertenzügen sozusagen trainieren. Das heißt, ihr schaut Experten beim Spielen zu. Und mit diesen Expertenzügen wird dann dieses neuronale Netz eigentlich schon ziemlich gut trainiert. Und danach könnt ihr einfach das neuronale Netz gegen sich selbst spielen lassen. Das heißt, ihr maximiert euren Reward, ihr minimiert euren Reward, ihr maximiert euren Reward, ihr minimiert euren Reward. Und setzt immer so abwechselnd eben dann die Felder für Gegner und euch. Und dadurch existieren dann sehr viele Spiele. Ihr könnt zum Beispiel einfach ohne Probleme euer neuronales Netz, keine Ahnung, zum Beispiel 10.000 Mal gegen sich selbst spielen lassen und das hat man tatsächlich gemacht, zum Beispiel ich glaube es war bei Backgammon, da hat das neuronale Netz dann einen neuen Move entdeckt, der viele Züge von Experten, die am Anfang tatsächlich benutzt wurden, gecountert wurden. Und das ist natürlich ziemlich geil, wenn das neuronale Netz irgendwelche neuen Expertenzüge entdeckt, einfach nur dadurch, dass es gegen sich selbst spielt und immer mehr aus diesen Spielen lernt. Ist natürlich Hammer. Ja, und es geht hier wirklich darum, dass ihr einfach so viel trainiert, wie ihr könnt irgendwie und dann einfach, wenn ihr nicht mehr trainieren könnt und es wirklich einsetzen müsst, dann benutzt ihr so eine Monte Carlo Search Tree Möglichkeit, um das ganze Ding ein bisschen besser zu machen. Okay, ja, das war's von meiner Seite auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und nächstes Mal geht es dann um wahrscheinlich die Bildbearbeitung mit Convolutional Neural Networks. Ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.